Darkon ist schon extrem leer auf Brooding. Vor einem Jahr war es viel voller mit Shops. Das ist die normale Flive-Entwicklung. Warum solltest du einen Shop in Darkon machen? Was ist in Darkon, Gurkenschlinger? Was es nur in Darkon gibt. Also in der City. Ich höre. Als alter Flive-Experte solltest du das ja eigentlich wissen. Was gibt es nur in Darkon direkt bei oder in der Stadt? Also Stadt kann man es ja nicht mehr nennen, da steht kein einziges Haus. Naja, 2, glaube ich. Sein Shop? Schlechtes Beispiel, Sir. Aber ja, probably true. Das Einzige, was es dort gibt, ist tatsächlich Clockwalks, wie es seinem Menschen schon richtig sagt. Und Regenbogenrennen. Aber Regenbogenrennen ist tatsächlich nicht auf Channel 1, sondern auf Channel 2, deswegen ist das fast schon wieder irrelevant. Aber davon mal abgesehen, eigentlich gar nichts. Erstens, Regenbogenrennen ist so ziemlich das Irrelevanteste, was es in diesem Spiel gibt, weil es ein reiner Just-for-Fun-Mode ist und der nicht auf Channel 1 stattfindet. Und Clockwalks machen die meisten Leute wahrscheinlich auch nicht auf Channel 1. Und ist jetzt halt auch etwas, was mittlerweile extrem an Relevanz verloren hat. Also Clockwalks farmt man zwar noch, viele Leute farmen noch Clockwalks, aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Einzige. Und ansonsten gibt es da gar nichts. Und in Flaris, fangen wir mal an. In Flaris, Ostflaris ist direkt das erste. Dort sind die First Job Changes. Ist jetzt nichts so ultra Spezielles, aber trotzdem, da muss jeder Spieler hin. Plus, wobei das immer noch nicht, der Kartenmeister ist in Flaris. Gibt es auch nur in Flaris. Das sind schon mal 2 einzigartige Sachen, die es nur in Flaris gibt, beide in Ostflaris. Dann gehen wir nach Zentralflaris. Dort befindet sich der Kaigas Assault Manager, der Couple Daily NPC, die es beide auch nur in Flaris geben sollte, wenn mich nicht alles täuscht. Also Kaigas Assault safe. Beim Couple-Ding bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich denke schon. Ziemlich sicher. Nochmal 2 NPCs, die es nur dort gibt. Dann gibt es in Nordflaris den Tower, den es auch nur in Flaris gibt. Guild War NPCs, auch nur in Flaris. Oh, oder das Guild War Zentrum heißt es ja sogar, wegen den ganzen verschiedenen Modis. Und falls ich nichts vergessen habe, war es das vielleicht. Kaigas gibt es auch in SM. Echt? Okay, dann gibt es ihn vielleicht auch in Darkon. Ja gut, aber Kaigas ist wahrscheinlich nicht mal so ein gutes nicht mal so ein guter Grund, was nur einmal die Woche ist tatsächlich. Und gar nicht mal so ultra viele Leute mitmachen. Und man muss auch nicht auf Channel 1 sein. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall. Die meisten exklusiven NPCs, welche genau ist ja eigentlich wurscht, die meisten gibt es in Flaris. Und deswegen macht es einfach Sinn, dass Flaris die Hauptstadt ist. Ich habe schon vor einer Weile vorgeschlagen, dass man Flaris vergrößern sollte. Also meiner Meinung nach sollte man es so machen. Anfänger starten in Flaris. Darkon ist viel besser, weil einfach nicht so viele davor stehen. Also auf Channel 2 und Channel 3 steht da nie jemand davor. Bei Kaigas. Da ist absolut tote Hose. Selber schuld, wenn du auf Channel 1 reingehst. Sir. Auf jeden Fall fände ich es eigentlich vernünftig. Man würde quasi das Dorf Flaris, diese Holzhütten, diese ultra kleinen, nehmen und das Dorf irgendwo anders hinpacken. Weiß jetzt nicht genau wo, irgendwo in die Berge da hinten bei den Alberts oder so. Und dort lässt man die Anfänger starten. Und da, wo jetzt gerade Flaris ist, was ja wirklich nur ein Dorf ist, baut man eine richtige Stadt. Und zwar mit den Häusern von Flive 2. Von Floating Fortress. Die haben nämlich richtig geile Häuser konzipiert, so riesige, graue, mittelalterliche Häuser. Ganz anders als Saint Morning auch. Mit blauen Dächern. Die sehen richtig pervers geil aus. Und dann könntest du jetzt Flaris zu einer richtigen Stadt machen.
und quasi ein bisschen größer machen. Und wie gesagt, halt richtige Häuser hinstellen. Die NPCs können ja da stehen bleiben, wo sie sind. Aber du stellst halt überall gescheite Häuser hin und so, machst es ein bisschen größer. Und das Dorf packst du einfach irgendwo anders hin, lässt dort die Anfänger starten. Mit ein paar Base-NPCs, Klassen-NPCs und so weiter. Und hast dann quasi Flaris das Dorf und Flaris die Stadt. Make Flaris great again. Wählt mich jetzt zum Präsidenten von Flaris. I'm gonna make it happen. Und danach schicken wir die ganzen Leute zurück nach Darkon. Cut, cut, cut. Das darfst du nicht sagen. Fuck. Die Darkonianer. Naja, aber das wäre so der Plan, ja. Meiner Meinung nach. Ich sag mal so, der größte Grund wahrscheinlich, warum die Leute wirklich nach Flaris gehen, ist actually wirklich Guild War und Tower. Weil das eigentlich die Sachen sind, die am öftesten stattfinden. Wie gesagt, Kaigas und Rainbow Race ist echt nur einmal die Woche. Das hat wahrscheinlich überhaupt keine Relevanz. Das kommt halt noch dazu. Also gut, Rainbow Race, Kaigas dann nicht, wenn es das auch woanders gibt. Wusste ich actually nicht. Aber Rainbow Race gibt's ja, also das gibt's auf jeden Fall nur in Darkon. Da sonst soll mich der Blitz beim Scheißen treffen, wenn es das noch woanders gibt. Rainbow Race safe nur in Darkon. Aber wie gesagt, einmal die Woche ist, glaube ich, nicht so relevant. Relevant ist halt, was du so wirklich täglich brauchst. Und das ist halt wirklich Tower, weil das einfach so ultra relevant ist. Das ist halt safe der Hauptgrund, würde ich sagen. Weil ich glaube, bis der Tower eingeführt wurde, war ja in Darkon eigentlich auch ziemlich viel los. Aber nachdem der Tower eingeführt wurde, wurde es immer weniger in Darkon. Und ja, Guild War ist schon auch nochmal eine große Rolle. Immerhin gibt es ja pro Woche, wie oft Guild War? 5-mal oder so? Ich habe actually keine Ahnung. Aber mindestens 3-mal auf jeden Fall. Mindestens 4-mal, glaube ich. Ja. Also, gibt schon auf jeden Fall einige Gründe, warum man sehr oft in Flaris ist. Und es gibt so ziemlich keinen Grund, warum du jemals in Saint Morning bist, abgesehen von dem Job-NPC vielleicht, aber da das sowieso auch kaum jemand macht. Ja, auch weniger. Und Darkon, wie gesagt, wäre es Rainbow Race und halt Clockworks. Einmal die Woche und einmal alle 2 Tage. Wenn du da kontinuierlich dran teilnimmst. Habe ich Housing aufgezählt? Nee. Ist Housing auch nur in Flaris? Ja, dann kommt das auch noch dazu. Aber wie gesagt, ist ja auch egal. Flaris hat auf jeden Fall die meisten Gründe. Couple habe ich gesagt, ja. Couple habe ich gesagt. Und in Flaris ist Luder. Dein Luder. Hold up. Wait a minute. Was hat er gerade gesagt? Was hat er gerade gesagt?